I also studied a concept called floor time. Ich habe auch Floor Time studiert. Which is similar to what I think in Germany they call play therapy, Spieltherapie. In Deutschland sagt man dazu Spieltherapie. It's a concept of getting down on the level with the child. Wir gehen runter auf das Level des Kindes. And engaging in play activities with the child and trying to use those play activities to motivate some form of learning. Involvieren das Kind in Spiel und versuchen über Spielen den Zugang zu dem Kind zu bekommen. And to some degree, this helped us as well, because instead of trying to teach at the children, we started to go down to where the children were and really engage with what they were interested in. Das half uns auch zu einem großen Level, denn anstelle die Kinder frontal zu unterrichten, haben wir wirklich den Kontakt zu ihnen bekommen und so waren sie offener. And by doing this, we had better access to the kids. They would stay with us longer, and we could try to get more from them. Dadurch wollten die Kinder tatsächlich auch länger bei uns bleiben, also hatten wir einen besseren Zugang zu den Kindern. I then took a couple of workshops on the TEACH method. Ich habe einige Workshops der TEACH-Methode. Has anybody heard of TEACH? Wer hat von TEACH gehört? Okay, good. TEACH is now making its rounds in Germany pretty well, because TEACH ist sehr weit verbreitet in Deutschland. TEACH is a process that was developed to help structure the lives of a child with autism so that they can always understand what their next expectation was. Also das wird eingesetzt, um das Leben eines Kindes mit Autismus zu strukturieren, damit es ganz genau weiß, was ist der nächste Schritt, was kommt als nächstes. By structuring the environment around the child, wenn man die Umgebung eines Kindes strukturiert, we could use the fact that children with autism tend to not be very flexible. They want certain things certain ways. Kinder mit Autismus wollen ja bestimmte Dinge in einer bestimmten Art und Weise. Das macht man sich hier zu nutzen. Well, we can use that by organizing our teaching environment in certain ways so that the repetition is very comforting and easy for the child to Wir understand. organisieren also den Unterricht so, dass es also viele Wiederholungen gibt, die gleiche Struktur. Das macht es dem Kind relativ leicht zu lernen. And we can use visual schedules, pictures of things that we're going to do so the child knows, oh, when I see this picture, we go and we do this. Wir machen visuelle Pläne, sodass das Kind ein Bild sieht und ganz genau weiß, oh, jetzt weiß ich, was kommt, jetzt tun wir das. And when this is over, I take this card and I go over here and then I can have playtime. Und wenn das vorbei ist, dann bringe ich das Bild wieder rüber und dann ist der nächste Schritt dran und dann sehe ich, jetzt kann ich spielen. And so I started using the visual schedules and some of the organizational techniques of Und teaching. so habe ich etwas von den organisatorischen Teilen und die visuellen Hilfestellungen von TEACH übernommen. And again, Und wieder, just like with PECs, I was able to reduce behavior issues. genau wie beim PECS konnte man auch hier feststellen, dass unangemessene Verhaltensweisen weniger werden. Because now the child knew what the expectations were. They came in, they sat down, they pulled out their binder. Jetzt wusste das Kind, was von ihm erwartet wird. They knew what to do in what order, and they knew how to do it. Sie kamen herein, hatten also ihren Plan, wussten, was als nächstes passieren wird und fühlten sich dabei sehr sicher. So behaviorally, the classroom was much calmer and much easier for the teacher. Also vom Verhalten her war es für den Lehrer sehr viel ruhiger und die Kinder verhielten sich sehr viel angemessener. And the children were able to learn things like their colors or shapes. Die Kinder konnten dadurch Dinge lernen, die Farben, die Formen. Things that we could easily put into physical teaching patterns. Things that we could teach them easily by putting them into packets that the child would do on their own. Ja, also das Kind hat also einen bestimmten Kasten an Arbeitsmaterial bekommen und da konnte man ziemlich gut mitarbeiten mit den Kindern. But again, what happened was I found that I was removing myself from the teaching process. Aber da sah ich wieder, dass ich mich selbst aus diesem Unterrichtsteil herausziehe. And now, yes, as a teacher, I could now control 8, 10 kids in my classroom without having to deal with behaviors all the time. Aber jetzt konnte ich als ein Lehrer 8 bis 10 Kinder gut kontrollieren, ohne die ganze Zeit unangemessenen Verhaltensweisen zu begegnen. But I wasn't seeing where that was changing the outcome for the children in the long run. Aber in langer Sicht konnte ich keine großen Veränderungen für das Kind
sehen. Because these kids were still learning small bits and pieces incrementally, Denn but diese the Kinder, behaviors at home and in the store and everywhere else was getting worse and worse and denn worse. diese Kinder lernten weiterhin in derselben Geschwindigkeit ungefähr, aber sobald das Kind zu Hause war oder in der Gesellschaft, beim Einkaufen und so weiter, wurden die Verhaltensweisen trotzdem immer schlimmer. And anytime I tried to change what I was doing in the classroom, I'd have big behavior problems because I had already taught the children, this is how it's going to be. Immer wenn ich meine Struktur ändern wollte, kriegte ich plötzlich zu tun mit großen Verhaltensschwierigkeiten, weil ich habe den Kindern ja beigebracht, so auf diese Weise machen wir es. Und wurde das unterbrochen, gab es Probleme für die Kinder. And by playing into the inflexibility that comes with autism sometimes, I actually strengthened that inflexibility. Und diese Unflexibilität zum Unterrichten zu nutzen, die ja bei Autismus oft auftritt, kann es also passieren, dass man diese Inflexibilität sogar noch verstärkt. So the kids we were working with, we were using all of these techniques. We were also using sign language, Wir haben bei diesen Kindern all diese Techniken angewandt, auch Zeichensprache, which I found does pretty much the same exact thing as PECS did. was eigentlich die gleichen Effekte hat wie auch PECS. Only in general it's a lot easier to use. Nur es ist sogar noch viel einfacher anzuwenden, also Zeichensprache. Our institute personally doesn't use PECS anymore, we use sign language. Also wir nutzen hauptsächlich in unserem Institut Zeichensprache anstatt von PECS. So for nonverbal kids, we use sign language as a bridge to spoken language. Für nichtverbale Kinder nutzen wir meistens die Zeichen als eine Brücke zur gesprochenen Sprache. Now that's not what we did when I was learning PECS. Aber das lernten wir nicht, als ich damals PECS gelernt habe. When I was learning PECS, we were learning PECS as an alternative to spoken language. PECS sollte eigentlich eine Alternative sein, die langanhaltend ist, ein komplettes Kommunikationssystem. And that doesn't fit in with my overall goal for the kids I'm working with. Aber das passt nicht zu meinem großen Ziel, was ich für diese Kinder habe. Here's my overall goal. Jetzt kommt mein ganz großes Ziel. For every child with autism that I ever meet, Für jedes Kind mit Autismus, was ich jemals treffe. I want the child to be as quickly successful at every important skill they need to learn. Ich möchte das Kind, dass es so schnell wie möglich, so erfolgreich wie möglich bei jedem einzelnen Ziel wird, wie es das auch schaffen kann. I want them to be flexible enough to follow my teaching wherever it needs to go. Ich möchte dem Kind beibringen, dass es flexibel genug wird, um meinem Unterricht überall dort zu folgen, wo er jetzt gerade stattfindet. I want the child to be able to engage in everyday life in a way that is positive and helps them to develop better social skills. Ich möchte dem Kind beibringen, dass es an alltäglichen Dingen teilnimmt und sich dadurch so positiv wie möglich entwickelt. I want nonverbal children to learn how to speak. Ich möchte nicht verbalen Kindern zu sprechen beibringen. I want verbal kids to become conversational. Ich möchte verbalen Kindern, die sprechen können, beizubringen, wie man kommuniziert, wie man sich unterhält. I want the children's behavior to consistently improve along with their learning, not go the other way. Ich möchte, dass das Verhalten des Kindes sich mit den Lernfortschritten immer weiter verbessert und nicht den entgegengesetzten Weg geht. I want the kids who are going to homes to be able to stay in their home with their parents. Ich möchte The kids that are going to institutions. okay. Kinder, die Institutionen besuchen oder in Heimen sind, dass sie befähigt werden, bei ihren Eltern zu bleiben. I want kids who are able to stay at home but don't have a job and don't have any friends to be able to have a job and have friends. Ich möchte Kindern oder Menschen, die zu Hause bei ihren Eltern leben können, aber keinen Job oder Freunde haben, dazu befähigen, dass sie einen Job finden und dass sie Freunde haben. And I want the kids who are out there who are able to work and live at home but can never live independently. I want them to learn how to be able to live independently. Und wenn die Menschen zu Hause leben und einen Job haben, aber nicht selbstständig leben können, dann ist unser Ziel, dass diese Menschen lernen, selbstständig zu leben.